Audax Randonneurs Alemannia, das 600 Kilometer Brevet 2024 zum Legoland Billund in Dänemark, 620 Kilometer in einem Stück fahren, einmal um die südliche Kimbrische Halbinsel in Dänemark, 30 Stunden lang, Gruppe fahren, bei Tag und bei Nacht, komm mit, sei dabei, Faszination Brevet fahren in der Königsklasse, das ist Audax. Hallo, hier ist Guido der Radwanderer. Willkommen zum 4. Teil von dieser 600 Kilometer Tour zum Legoland nach Billund. Im letzten Teil sind wir ja von Jelsminde in Dänemark durch die schwarze Nacht gefahren, waren früh am Morgen denn im Legoland, sind dann weiter nach Esbjerg gefahren, da waren wir dann am frühen Vormittag und nun geht's einen ganz langen Schlag über 170 Kilometer runter bis nach Friedrichstadt. Kontrolle 4 hier in Esbjerg haben wir ein bisschen länger angehen lassen. Einige haben sich auf den Rasen gelegt, ja, und wir haben uns auf die Mauer gesetzt, ein bisschen was gegessen, ein bisschen Kleidung abgelegt, aber ist noch ganz schön frisch. Wind kommt jetzt von schräg vorn, also Windschatten ist nicht mehr. Ja, und dann haben wir einen langen Schlag nach Friedrichsort, also wie heißt das? Friedrichstadt heißt das, genau. Na, Friedrichstadt, Esbjerg, Friedrichstadt. Und da gibt es einen Pizzaautomaten, das ist das nächste Ziel, der nächste Checkpoint. Haben also nun kurz nach 9 Uhr, haben 330 Kilometer und groß Höhenunterschiede gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt ist es so alles sehr, sehr flach. Komplett ab von schräg vorn. Sie können versetzt fahren im Wind. Der Westbus. Oder wir machen aber eine neue Reihe. Ab und zu gibt es da so ein paar Knicke oder Buschreihen, wo wir dann hinter lang fahren. Da kann man dann wieder Windschatten fahren. Ansonsten ist das fehlende Profil jetzt ausgetauscht durch Wind von der Seite. Und das ist gar nicht so schön, wenn man halt so lange fahren muss und in der Gruppe ist und eigentlich schön Windschatten fahren könnte. Aber bei dem Wind da direkt quer ab, da kann dann vielleicht einer versetzt ranfahren. Ansonsten fahren wir alle irgendwie mehr oder weniger im Wind. Bis auf so wie jetzt hier, wo man halt an einer Baumreihe lang fährt und dann keinen Seitenwind hat und keinen starken Seitenwind vielmehr. An unserem Haus Liebehaus. Der Wind ist jetzt von vorne, geht bergauf. Und die beiden aus Göttingen, die fahren Schnitt von 30 jetzt. Und wir hecheln alle hinterher. 3 waren halt in der Gruppe, die halt sehr, sehr stark waren. Und also man sieht es hier nicht so recht, das geht berghoch. Dennoch der Wind von vorne, also schräg vorne. Und dann kacheln die da so los, man kommt da kaum hinterher. Na, jedenfalls wird da weiter gekachelt, ich bleib vorne dran. Eben war da Carsten zu sehen, jetzt bin ich mal vorne. Und genau, irgendwann drehen die um. Und dann sind die anderen nicht mehr da. Da waren wir dann zu 4. Und hier sieht man auch so schön, ein einfach nur ganz flaches Profil. Völlig windanfällig. Und das sind die 3. Also das ist einfach nicht meine Liga. Ich werde dann auch irgendwann abbrechen, weil die mir einfach einen Tick zu schnell sind. Das sind ja vielleicht 2-3 Stundenkilometer, die einfach zu schnell fahren. Und wo man halt keinen Windschatten kriegt. Und dann sagt man sich irgendwann, nee, ich will nicht mehr. Ich lass abreißen. Oh, der Rest ist weg. Die waren zu schnell, die 3. Naja. Wir holen uns sicherlich Ja, wieder knapp ein. 400 Kilometer haben wir jetzt. Was ist alle weg. Aber es sind alles 3
ziemlich starke Fahrer. Ich habe da echt Probleme mitzukommen. Oder vielmehr, ich verballere ordentlich Körner. Also wir haben jetzt kurz hier 400 Kilometer. Also ein Tick über 200 sind es noch. Ja, und der Wind, der kommt echt von quer ab. Bisschen von vorne, immer sind ja auf den Mühlen, aber jetzt ist es gerade ein bisschen nicht quer ab. So dass Windschatten schwer zu fahren ist. Irgendwie fahren dann alle im Wind. Aber so sieht es halt meistens aus dort in Dänemark. Man fährt auf den Autostraßen und hat aber kaum Autos, die da einen stören oder zu nah an einen ranfahren. 17,5 Stunden sind wir jetzt unterwegs. Also noch bei den knapp 400 Kilometern, die wir nun hinter uns haben. Und radeln Richtung Tønder. Das ist so die erstgrößere Stadt, wenn man von Deutschland Richtung Norden, dort an der Westküste nach Dänemark reinfährt. Also für uns dann kurz vor der Grenze wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Und so machen wir Kilometer um Kilometer. Geht jetzt Richtung mittags zu. Sind jetzt auch kurz vor Tønder schon. Ja, ich habe da tatsächlich wieder ein Loch. Die Frage ist nur, ob das nicht mal drin steckt, ob das raus ist. War das auch drin gewesen? Ja, da dachte ich, da mache ich lieber so einen Gummiwurm rein, so ein Kautschukstück, dass es dann auch garantiert dicht ist, als dass ich nachher während der Fahrt, dass sich das nachher mit der Milch dann doch nicht so ergibt, dass die dicht hält. Aber wir wollten mit ein paar Leuten da in Tønder eine Pizza essen und die anderen im Hintergrund, die essen jetzt auch schon ihre Pizza und ich bastel da an meinem Tubeless-Reifen rum und versuche da so ein kleines Stückchen Würmchen in das Loch einzukriegen. Ja, aber es war ein bisschen schwieriger, als ich das erwartet habe. Da muss ja einmal rein. Das Scheißteil. Da habe ich ja doch über 10 Minuten gebraucht, da so einen kleinen Wurm reinzustechen. Ist aber noch zu dick. Oh, das ist ja fast drin. Ist ja ganz drin, scheiße. Ja, die Milch dichtet das ja gleich ab. Scheiße, ey. Aber wenn man einen Wurm reinhaben möchte, dass es dann auch wirklich dicht bleibt unterwegs. Wir haben ja noch eine lange Tour vor uns und werden auch in der Nacht fahren. Dann möchte ich da lieber jetzt am Tag
wissen, dass da das auch dann dicht bleiben wird. Es kommt dann auch immer mehr und mehr Luft jetzt raus dabei, den Versuchen, also einen Wurm da reinzukriegen. Nee. Es ist einfach nur... Denn meine Reifen waren schon ziemlich runtergenudelt. Da sind diverse Löcher und Schlitze drin gewesen. Diese beiden Kontrollmulden, die sieht man auch kaum. Also der Reifen hat wirklich schon ein paar tausend Kilometer gesehen. Eine vernünftige Brille. Ja, jetzt ist er endlich drin. Und da habe ich dann so einen ganz kleinen Schraubendreher für. Der ist dann wirklich nur so schmal, wie in der Regel die Einstiche sind, wenn da kleine Steinchen irgendwie der Reifen aufsammelt und dann da ein Loch reinmacht. Aber der ist natürlich dann schwer, damit so einen kleinen Wurm da reinzudrücken, weil der Wurm dann immer an der einen oder anderen Seite rausfällt. Noch eine ordentliche Sauerei hier. Ja, nun ist ordentlich Luft raus, auch bestimmt einiges an Dichtmilch. Aber so bin ich mir zumindest sicher und muss nicht mehr dran denken bei der Weiterfahrt, weil ich sag so, mit diesen Würmchen drin plus der Dichtmilch, das hält in der Regel dicht und bleibt auch dicht. Ah, hier ist auch alles voll mit Dichtmilch. Da ist Dichtmilch. Ja, da ist ordentlich Luft raus, aber solange sie nicht abspringt. Ja. Nun sind wir zurück in Deutschland. Erster Ort hier in Nordfriesland und München. Jo. Also weiter geht's. Ja, die 3 Schnellen, die haben wir dann in Tönder auch wieder aufgesammelt. Die wollten auch irgendwas essen. Und so ist die Gruppe, in die ich dann vor Tönder gewechselt bin, plus die 3 Schnellen, wieder zusammen in einer Gruppe. Geht jetzt Richtung Nordsee. So, die 3 Schnellen habe ich ziehen lassen und jetzt sind wir in Niebüll und habe mich jetzt einer anderen Gruppe angeschlossen, die fährt nicht ganz so schnell. Ja, die 3 sind wieder los, waren zu schnell, der Rest wollte nicht hinterher. Aber letzten Endes auf die Gesamtdistanz wird ihnen das gar nicht so viel bringen. Die werden zwar die Ersten sein im Ziel, aber selbst am letzten Checkpoint, so 50, 60 Kilometer vom Ziel, werden wir sie wiedersehen. Nun haben wir 2:30. Haben 20,5 Stunden Gesamtzeit mit Pausen und 444 Kilometer. Fehlen also noch 180 bis nach Kiel. 620 sind es insgesamt. Und so geht es für uns erstmal recht windanfällig. Oben auf so einem Deich waren wir da, auf so einer schmalen Straße, sodass wir so richtig optimal den seitlichen Winden ausgesetzt sind. Aber
Das Tempo ist deutlich reduziert wie zu Anfang der gesamten Tour. Und so fahren wir dann zusammen in dieser mittelstarken Gruppe Richtung Auffahrt zum Deich, dass wir dann an die Nordsee kommen. Ja, das Ding hier musst du durch. Nee, den hoch machen, genau. Der kommt zurück, den kannst du nur aufdrücken, durchgehen. Aufdrücken, durchgehen und nicht zurückkommen lassen. Ja, genau. Hast du ihn? Ja, habe ich. Ja, damit die Tiere nicht abhauen. Also es geht hoch, jetzt sind wir noch hinterm Deich, da bleiben wir eine Weile. Also rechts von uns ist jetzt der Deich, dahinter ist die Nordsee. Entweder Watt oder Flut, noch wissen wir es nicht. Denk dran, das Video läuft. Und nach ein paar Kilometern wechseln wir dann die Deichseite, dann fahren wir direkt runter ans Wasser. Ja, wer die Gatter nicht kennt, man da schnell mal Löhr haben. Weder knallt die Tür gegens Rad und die ist schön schwer. Oder man legt sich dann noch hin, was wir hier auch schon hatten. Ja, und der Deich ist voller Schafe. Hier unten ist alles voll, was aus den Schafen rauskommt. Wir ja alle 200 Meter so ein Tor aufmachen. Das war jetzt auch wieder sowas, was einem die Pace versaut. Ständig abbremsen. Einer muss das Tor da irgendwie öffnen. Dann haben wir immer, einer hält es auf. Alle radeln durch. Wieder beschleunigen. Und dann kann man auch wieder anfangen zu bremsen, weil das nächste Gatter da ist. Also nichts, um schnell voranzukommen. Nächstes Tor. Und das ging die ganze Zeit so dort. Alle Powerbanks gehen sie mal wieder raus. Und Schepper. Sind laut die Tore. Will man nicht vor seiner Haustür haben. Der rennt hier gleich mitten vor die Räder. Und mit den Schafen muss man immer aufpassen. Die haben oft Lämmer da. Und wenn man die trennt voneinander, wenn man da zwischen denen fährt, dann ist oft so, dass so ein Lamm dann im letzten Moment noch zur Mama oder zu Papa will. Nee, ist ein Tor. An der Seite. Und einem direkt vors Fahrrad läuft. So, es geht rüber über den Deich. Sind jetzt auf dem Siel-Sönke-Nissenkog. Haben jetzt kurz vor 4 Uhr. 470 Kilometer, sind jetzt 21 Stunden 40 Minuten seit Start unterwegs. Also wir haben Flut, das Wasser ist da. Und Tausende von Schafen. Und es kommt wirklich ein ganz wunderschöner Abschnitt hier von der Tour von der Umgebung. Also erstmal jetzt am Nationalpark Wattenmeer. Und hier ist so ein besonderes Stück, wo man so ein bisschen in die Ostsee reinfahren kann. Da ist eine Salzwasserlagune hinter. Das kann man jetzt hier auf der Karte sehen. Wir fahren jetzt also neben dieser Lagune. Es riecht ganz wunderbar nach Nordsee, nach Schlick und Algen. Und da hinten sieht man die Halligen.
Also 6 Stück, glaube ich, sind da. So eine kleine Mini-Insel, ganz flach. Dickes Haus drauf. Und eigentlich nicht viel Platz drumherum. Ich glaube, wir gehen schon wieder hoch. War leider nur ein kleines Stück dieser super Natur, wo wir lang fuhren. Aber wirklich traumhaft schön. Vor allen Dingen für die Leute, die so ein bisschen anreisen, die nicht hier oben aus Schleswig-Holstein kommen. Bestimmt eins der Highlights der Tour gewesen. Und da sieht man jetzt diese Salzwasserlagune. Da ist auch Wasser. Ein Nör nennt man das, glaube ich. Ja. Oh nein, ey. Das war jetzt das letzte Gatter. Und jetzt fahren wir zwischen den Lagunen durch. Knapp 16 Uhr, 470 Kilometer. Das ist ein Gebiet, wo wohl unheimlich viele Vögel brüten, nisten und leben. Also ringsrum sind dort überall viele Beobachtungstürme. Die waren auch alle gut besetzt mit Leuten, die da mit Fernrohren und dicken Objektiven Fotos machten und sich die Vögel anguckten. So fahren wir jetzt Richtung Osten auf diesem Damm lang zwischen den beiden Lagunen. Ein ganz wunderbares Stück Natur. Und nun auch markant durch diese Hunderten von Windkraftanlagen. Alles voll hier. Also wir sind immer noch auf dem Weg zum Checkpoint Nummer 5 nach Friedrichstadt zum Pizzaautomaten. Aufgabe in der Privé-Karte ist, den Preis für eine Margarita-Pizza aufzuschreiben. 35 Kilometer haben wir dahin noch, also ein Tick über eine Stunde. Wir sind ja doch deutlich langsamer geworden. Und 470 Kilometer haben wir jetzt insgesamt. Und es ist jetzt kurz vor 16 Uhr. Und der Wind nimmt zum Glück einen Tick ab. Aber er ist noch da und ist auch gut merkbar. Und wir fahren so schön ruhig hier und genießen dieses wirklich tolle Stück Natur. Gut, dass wir da so am Tag lang kommen und das richtig auf uns wirken lassen können. Auf dem Video wirkt das da leider nicht so, wie als wenn man da vor Ort ist. Wir fahren also genau Richtung Osten.
und haben diesen tollen Geruch von der Nordsee in den Nasen. Das muss ja ein Paradies für Vogelkundler sein oder Leute, die das gern angucken oder fotografieren. Denn überall stehen hier diese Beobachtungstürme. Und oben auf dem Deich überall saßen sie mit großen Ferngläsern und großen Objektiven und gucken sich die Vögel an. So, und dann geht es langsam weg vom Deich und nach Husum rein und da dann einmal durch. Und noch haben wir Glück mit dem Wetter. Immer noch weit und breit keinen Regen zu sehen. Und vor uns liegt jetzt Husum, kann man schon sehen, die Industrie- und Lagertürme. Und das hier die Husumer Bucht. Auch so ein Vogelparadies. Ja, nun sieht man, wir haben eine nasse Straße, sind jetzt in der Innenstadt von Husum und da hat doch uns der Regen etwas erwischt. Jetzt Husum wieder die Innenstadt, hier der Innenhafen, randvoll mit Wasser. Und wir müssen natürlich diese mini kleine Wolke über Schleswig-Holstein ist exakt jetzt hier über Husum. Sodass wir jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde so ein bisschen Regen kriegen. Aber es hielt sich zum Glück wirklich in Grenzen, also da ist kaum einer wirklich nass geworden. Und nun geht es nach Friedrichstadt. Und das sind, glaube ich, irgendwie 15, 16 Kilometer zu Checkpoint Nummer 5. Das ist jetzt Friedrichstadt. Ist ein Luftkurort, sehr schön. Wir haben knapp über 500 Kilometer. Sind jetzt also über 23 Stunden seit Start unterwegs. Das ist Friedrichstadt. Dann müssen wir nur noch zum Pizzaautomaten. Und er hat so ein bisschen was von holländischer Stadt. Da gibt es so Art Grachten, wo so kleine Boote drin sind. Ist also ganz beliebt dabei, Touristen dort mal hinzufahren und einen Tag in Friedrichstadt zu verbringen. Hier ist das.
Das sind die ganz schnellen. Die haben wahrscheinlich hier eine Pizza gegessen. Ja, genau. Und die Uhrzeit muss noch rein. Wie viel Uhr sein das jetzt? Ja, ungefähr. 17 Uhr. Ungefähr. 51. Ungefähr. Also es gab wieder einen Stempel, E-Brevet-Karte, konnte man wieder prima machen, Pizzaautomat fotografieren oder die Gruppe. Und so haben wir jetzt 506 Kilometer, haben jetzt kurz vor 6 Uhr. Da haben wir wieder die Schnellen, die auch noch am Essen waren und werden dann auch zusammen weiterfahren. Und haben doch einige Zeit dort an dieser Pizzahütte verbracht. Die meisten haben Pizza gegessen und stärken sich jetzt für die restlichen 100 irgendwas Kilometer. Und dass dieser berühmte Pizzaautomat so in 3 Minuten kommt, da unten eine Pizza rausholen möchte. Aber die Pizzeria hatte zu dem Zeitpunkt noch auf und so hat da keiner den Automaten gebraucht. Aber eine schöne Idee, dass für die, die dann ganz spät kommen, da dann 100 Kilometer vor Ende der Tour nochmal eine Pizza gegessen werden kann. Es geht also weiter, die Schnellen sind schon los und wir gehen hinterher. Die Schnellen sind nachher doch nicht so viel schneller, weil die dann einfach länger Pause machen. Ja, Pizzaautomat haben also viele noch nicht kennengelernt, so ein Ding. 3 Minuten kommt eine Pizza raus. Also es geht wieder weiter. Es geht weiter. Nochmal ein Blick auf die Gruppen, wie wir da oben in so 6 Gruppen langfahren. Also Nummer 4 oder 5 war das ja, ist in Flensburg ausgestiegen. Und dann hat sich es doch schon ein bisschen verstreut. Also Nummer 4 ist letzten Endes eine Person gewesen. Und die anderen Zahlen, die anderen 4 Gruppen, da die tummeln sich ein bisschen weiter südlich jetzt, haben Friedrichstadt erreicht. Und für uns geht es jetzt weiter in das Eider-Sorge-Gebiet zum letzten Checkpoint nach Legan und dann bis zum Ziel nach Kiel zurück. Und wie es da dann ausschaut, das seht ihr dann im letzten Teil, in Teil 5. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.